Ja, also eure Plattform Open Strings Berlin, bietet für mich natürlich die ganz tolle Möglichkeit, da ich ja jetzt dort nicht nur als Interpret, sondern auch als Komponist platziert werde, dankbarerweise, ähm, dass jetzt meine Stücke dort platziert sind, direkt neben auch tollen Interpretationen von klassischen Werken. Und da habe ich jetzt natürlich dann das Glück, dass dadurch auch Leute, also erstmal klassische Gitarristen, aber auch Leute, die sich für klassische Gitarre interessieren, einfach als Zuhörer, so meine Kompositionen kennenlernen. Und das ist ganz toll, dass sie da direkt daneben platziert sind, weil jetzt zum Beispiel auch andere Gitarristen, klassische Gitarristen, auf meine Stücke aufmerksam werden. Bei Night of Nervosa habe ich mich total gefreut, da hat mich ein amerikanischer Gitarrist hat mich dann kontaktiert über euch. Ich glaube, ihr habt ihm dann den Kontakt von mir weitergegeben. Der wollte unbedingt die Noten haben von Night of Nervosa und übt das jetzt momentan und will es wahrscheinlich zu seiner Abschlussprüfung spielen. Und das ist natürlich der Hammer. An The First Step habe ich wirklich sehr lang geschrieben. Ich habe es ganz oft wieder weggelegt und wieder neu überarbeitet. Dachte ganz oft, es ist fertig und habe es dann aber doch wieder gemerkt, nee, es ist doch noch nicht fertig. Und ja, es war jetzt ein großer Schritt für mich, es jetzt mal aufzunehmen, auch für mein Album. Dadurch hat sich auch ergeben, dass wir jetzt das Video gemacht haben, nebenbei bemerkt, weil das eben schönerweise gut angekommen ist und dann hieß es, da müssen wir ein Video machen, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Genau, und das Stück ist so von 2012 an entstanden und die Version, die wir jetzt aufgenommen haben, die ist 2015 beendet worden. Genau, also hat einen langen Reifeprozess gehabt. Ich glaube, die erste offiziell fertige Version hatte ich auch nicht 2012, sondern irgendwann Mitte 2013 oder so. Das Stück ist ja auch für meine Verhältnisse sehr lang. Also es ist das längste Stück, was ich bis jetzt geschrieben habe für Solo-Gitarre. Und es fing damit an eigentlich, dass ich auch mal gerne eine eigene Gitarrenstimmung erfinden wollte, wie das Gitarristen immer so gerne machen. Und dann wollte ich natürlich, dass das eine ganz eigene Stimmung ist, damit ich danach damit angeben kann, wie das Gitarristen auch immer gerne machen. Und ja, es ist erstmal nur Drop D, eine ganz alltägliche Stimmung, aber dann habe ich die H-Seite noch einen Halbton tiefer gestimmt. Das war irgendwie ganz spontan entstanden und also zuerst mal ein sehr gitarristischer Ansatz. Einfach Gitarre irgendwie verstimmt, dann kommt man automatisch auf coole Ideen. Und deswegen hat mir dann die erste Version auch ziemlich schnell nicht mehr gefallen, weil es eben so gitarristisch war. Aber dadurch, dass ich mich dann so viel mit dieser Stimmung beschäftigt habe, war die so natürlich für mich irgendwann, dass es dann eben von diesem gitarristischen Ansatz, okay, irgendwo greifen und nicht über die Töne nachdenken und es klingt cool, es ist dann weggekommen und dann ich habe das Stück auf so viele unterschiedliche Weisen auch gespielt. Jetzt am Ende habe ich viel Muting benutzt und so weiter. Am Anfang habe ich das sehr klassisch gespielt, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gut konnte. Also das Stück hat viel durchgemacht und ja, es hat sogar noch einen englischen Titel. Es stammt noch aus der Zeit, wo ich englische Titel gut fand. Ich mag den Titel aber auch immer noch. Und vor allem auch, weil ich irgendwie witzigerweise, den habe ich ganz am Anfang, schon bevor die erste Version fertig war, habe ich mir den Titel überlegt und der ist irgendwie ironischerweise passt der halt, weil es The First Step ist, also das Stück ist ja lange Zeit nie fertig geworden, vielleicht ist es auch noch nicht fertig und es ist halt einfach The First Step und wir gucken mal, ob noch ein zweiter kommt oder wie auch immer, genau. Ja, für mich ist es auch überhaupt nicht ohne, mich hinzusetzen und ein klassisches Stück zu spielen. Und da habe ich auch sehr lang gebraucht, um mich das zu trauen. Und dann habe ich auch noch sehr lange gebraucht, mich das zu trauen und dann dass es auch funktioniert hat. Weil ich meistens dann so geschlottert habe, dass es halt voll in die Hose gegangen ist. Und ich kann klassischen Musikern, die vielleicht sogar eigene Stücke schreiben, aber sich nicht trauen, die zu spielen oder meinen, die wären nicht gut genug, nur raten, sich zu zwingen, das trotzdem mal zu machen, so wie ich es mit den klassischen Stücken gemacht habe. Man lernt dabei total viel und es ist auch, denke ich, toll,
mal was anderes zu machen. Wir haben jetzt mein Album schon aufgenommen und da wird The First Step auch drauf sein. Es wird voraussichtlich, ich habe die Planung noch nicht ganz den Schlussstrich drunter gesetzt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das letzte Stück auf dem Album sein wird, was dann nochmal so einen epischen Ausklang irgendwie erzeugen soll. Wenn man keine Alben mehr machen würde als Künstler, dann wäre es schwierig, sich nicht auf der Stelle zu treten, glaube ich. Irgendwie ist immer ein Album zu machen, das schließt eine Phase ab, so, und dann kommt das nächste Album. So, und deswegen ist es total wichtig, auch um irgendwie drin zu bleiben und immer weiterzumachen und neue Sachen auszuprobieren. Genau. Und ja, wir können noch über meine Karriere als Freestyle-Rapper sprechen. Oh yeah. Oh yeah? Jo, MC Opitz ist am Mic. Open Strings Berlin.